Ob Buntspecht, Amsel oder Kohlmeise. Wir sind heute auf dem NABU-Gelände in Mörfelden-Walldorf und beobachten unsere heimische Vogelwelt. Damit die Tiere aber auch in unsere Gärten kommen, können wir einiges tun. Was genau, das weiß der Ornithologe Bernd Petri vom NABU. Welche Vögel treffen wir denn überhaupt im winterlichen Garten? Was man hier sieht, sind so die häufigsten und gewöhnlichsten Vögel, die auch bei uns im Winter da sind, wie zum Beispiel die Kohlmeise, typisch rufen Tititüt, 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 oder die Blaumeise und der Vogel des Jahres, das Rotkehlchen. Die Bestände unserer heimischen Vögel nehmen ab und das schon seit Jahrzehnten. Das hat damit zu tun, dass sie immer weniger Futter finden in den Wäldern. Wenn aber die Menschen im Winter füttern und da freuen sie sich und futtern sich durch und können dann doch erfolgreicher im Frühjahr brüten. Wir können also viel Gutes tun. Fangen wir doch mal bei der Auswahl des Futterhäuschens an. Hier, das ist ein klassisches Futterhaus. Hier wird das Futter eingebracht. Hier ist natürlich ein schönes Dach drüber und die Vögel können hier anfliegen. Und der Nachteil ist ein bisschen, dass die Vögel da sich reinsetzen. Die sitzen praktisch mitten auf dem Futter dann auch und freuen sich, ja, und natürlich koten die dann da auch. Insofern ist es wichtig, dass man das immer schön sauber hält, immer nachschaut. Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, zum Beispiel Futtersäulen, und die sind sehr praktisch, weil hier die Vögel sich einfach dran setzen an diese Säulen. Dann sitzen die Vögel hier, koten nach unten, das Futter wird nicht kontaminiert. Ja, ganz toll ist natürlich hier dieser Klassiker, das ist das hessische Vogelfutterhaus. Das zeichnet sich dadurch aus, dass es hier einen großen Deckel hat und hier wird also das ganze Futter eingefüllt und hier unten können die Vögel wunderbar anfliegen. Das Futter wird hier auch nicht bekodet. Aber auch beim Speiseplan können wir richtig punkten. Was wir hier sehen, hier ist die allerbeste Auswahl des Vogelmenüs, was wir den Vögeln hier anbieten können. Was die Leute gerne verwenden bei der Winterfütterung sind diese Meisenknödel. Wenn man diese Meisenknödel dann aufhängt, muss man darauf achten, dass später das Netz entfernt wird aus der Natur, weil die Vögel, die verheddern sich eventuell drin, die benutzen es als Nistmaterial. Gut ist, wenn man das gleich am Anfang schon wegnimmt und entsorgt und einfach in andere Vorrichtungen hineingibt. Das ist dann sogar auch regengeschützt und dann verschimmelt so ein Meisenknödel auch eben nicht so schnell. Übrigens, frisches Wasser ist auch sehr wichtig. Die Schalen sollten täglich gesäubert und frisch gefüllt werden. Vögelfüttern macht unheimlich viel Spaß, und wenn man da im Jahr früh anfängt, so eine Futterstelle im Garten hat, man macht morgens den Rollladen auf und schon sind die Piepmätze da. Man kann sogar Futter auf die Hand nehmen und kann es den Vögeln so hinhalten und dann kommen die Meisen geflogen, holen sich das Futter von der Hand, oder auch das Rotkehlchen kommt ganz nah. Das sind einmalige Erlebnisse. Also wer Geduld hat, wird reichlich belohnt. Auch dann, wenn man sie einfach nur beobachten kann. Ja, und hier ist unser Vogelflüsterer im Studio, Bernd Petri vom NABU. Herzlich willkommen, hallo. Hallo. In dem Futter, was ich immer kaufe, sind so viele Sonnenblumenkerne drin. Ist es gut? Ja, auf jeden Fall Sonnenblumenkerne, das lieben die Vögel. Grünfink, Stieglitz, die allermeisten Vögel, die Meisen natürlich, lieben Sonnenblumenkerne, ob geschält oder ungeschält. Wunderbar. Ungeschält, aber die kommen da alle dran. Das Ja. ist gut, das wollte ich mal wissen. Und ein wichtiges Thema finde ich auch, wie hält man denn Katzen fern, die natürlich auch durch den Garten laufen? Ja, Katzen sind schon eine Gefahr für die Vögel. Also am besten ist schon, dass man das Futter weiter oben anbietet, also dass die Katze nicht ganz einfach hat und ein bisschen darauf achtet, einfach, ja, dass vielleicht die eigene Katze nicht immer draußen ist. Okay, Glöckchen anziehen. Ja. Ja, okay. Ich höre schon, empfindliches Thema, ja. Ich habe ja eingangs gesagt, dass man mit der Zeit natürlich so seine persönlichen Freunde hat. Also bei uns war das Taubi, Ringeltaube und Ja. Kleibi, der Ja. Kleiber. Jetzt sind die auf einmal nicht mehr da. War Ja. das dann die Katze? Ja, unter Umständen, aber ich glaube mal, in den allermeisten Fällen ist es so, dass diese Vögel dann auf einmal irgendwann so bei irgendwelchen Nachbarn Superfood finden, ja, und ja, also beste Tankstellen, und das führt dann manchmal dazu, dass die Vögel, die man schon so gewöhnt ist, auf einmal woanders sind, ja.
Aber da darf man sich nicht entmutigen lassen, weitermachen und irgendwie tauchen die schon wieder auf. Also der Nachbar hat besseres Futter, ich werde da mal Könnte nachgucken. Und man muss ja sagen, es kommen dafür ja auch wieder neue und tatsächlich auch ganz andere Arten. Ja. Welche sind jetzt neu bei uns? Das ist also auf jeden Fall ganz spannend. Wir haben Vogelarten, die normalerweise früher immer gezogen sind und nach Mittelmeerraum, nach Spanien, wo es warm ist. Und da gibt es neuerdings also Vogelarten wie die Mönchsgrasmücke zum Beispiel. Die kommt dann jetzt auch ab und zu im Winter vor. Wir sehen hier ein ganz tolles Foto, ein Belegfoto einer weiblichen Mönchsgrasmücke von Stella Mielke, Hofheim im Taunus, geschossen im Winter. Und diese Vögel haben sich angewöhnt, auch schon nach England zu fliegen, weil die Engländer, die füttern ganz eifrig und die Hessen tun es ihnen nach. Und jetzt auf einmal sagen die Mönchsgrasmücken, Mensch, warum nach Spanien? Wir bleiben hier. Ebenso der Hausrotschwanz, wie hier im Bild. Da habe ich schon Hausrotschwänze gesehen. Die überwintern einfach irgendwo in Gartencentern oder in Baumärkten, da wo das Futter lagert, da sind die Säcke aufgerissen und dann bleiben die einfach. Also auch der Hausrotschwanz, ein ganz neuer Überwinterer. Und der Stieglitz, dieser der ist so schön. bunte Geselle, Der also Distelfink ganz auch, ne, wunderbar, genannt, ja. Distelfink auch genannt, schön, ja. der kommt auch zunehmend in die Gärten, weil er draußen in der Feldlandschaft, in der Flur nicht mehr genügend findet und er freut sich über die Vogelfütterung. Toll. Also das ist auf jeden Fall total erfreulich. Also Hessen wird Überwinterungsgebiet für viele andere Vögel, die das früher nicht so gemacht haben. Und auch wenn die manche auch nicht ans Futterhaus kommen, gibt es ja auch draußen sozusagen in der freien Natur auch noch mal ganz neue Gäste. Ne? Auf jeden Fall. Und da habe ich ein Foto mitgebracht eines Bergfinken. Der Bergfink ist ein typischer Vogel, der im Winter zu uns kommt nach Hessen. Ach Gott, ist der hübsch. Herrlich eingefangen von Petra Kaffenberger aus dem Brombachtal im Odenwald. Und diese Bergfinken, die haben 2015 in Hessen wirklich für Furore gesorgt. Und jetzt müssen die Zuschauer genau hinschauen. Ganz viele kleine Punkte am Himmel, am Abendhimmel. Da sind also mehrere Millionen Bergfinken bei Steinbach-Heiger eingeflogen, haben dort übernachtet. Also Steinbach bei Heiger ist ja auch, sage ich mal, durchaus berühmt durch diese tolle Fußballmannschaft TSV Steinbach-Heiger. Das wussten die natürlich, die Ja, Bergfinken. und jetzt ist Steinbach aber noch zusätzlich durch die Bergfinken berühmt geworden. Toll. Und die waren auf dem Zug und haben da Station gemacht. Genau. Da haben wir jetzt die Krähen und Dohlen. Na, die sind von hier, oder? Die kennt man hier von Frankfurt hier auch. Die fliegen abends gemeinschaftlich und da übernachten zum Beispiel hier bei Rüsselsheim mehrere 10.000 manchmal gemeinschaftlich. Ist auch manchmal ein bisschen gruselig. Muss man an Die die Vögel rufen denken. so, und man denkt an Hitchcock, die Vögel, genau. Aber die machen nichts, sind sehr intelligent. Und hier sehen wir die Gänse, die Wildgänse, die wir vom NABU immer erfassen, im hessischen Ried, aber auch in der Wetterau, kommen auch bis zu 10.000 hierher nach Hessen. Die fühlen sich wohl. Ein einzigartiges Geschnatter, herrlich. Wahnsinn. Also es lohnt sich absolut mal mit einem, was braucht man so zum Vögelbeobachten? Zum Vogelbeobachten ein Fernglas und einfach viel Freude, jemanden mitnehmen, Spaß haben. Und das tut einem einfach gut, gerade auch jetzt in dieser Corona-Zeit. Wenn wir vielleicht wieder ein bisschen zu Hause bleiben müssen. Einen haben wir noch. Gibt es auch einen Raubvogel, den wir vielleicht irgendwie sehen können? Sehen wir hier im Bild einen Seeadler. Die letzten Jahre tauchen immer wieder einzelne Seeadler auf 2,50 Meter Spannweite, bis zu 7 Kilo schwer. Der Edersee, den lieben sie. Sie kommen aber auch an die Wetterau, an die Seen, an den Teufelssee, Pfaffensee und ins Ried, an den Rhein. Der Seeadler. Prächtiger Vogel. Auf die Lauer legen, auch wenn er nicht ans Futterhäuschen kommt. Wahrscheinlich. Der kommt nicht ans Futterhäuschen. Dankeschön, Herr Petri, dass Sie da waren. Gerne. Danke. Also, füttern Sie jetzt die Vögel und freuen Sie sich an ihnen. Vergessen Sie das Wasser nicht und entfernen Sie am besten die kleinen Netze von den Meisenknödeln, damit sich niemand verheddert.